Liebe Freunde, ich spreche für den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, der mehr als 12.000 Ärztinnen und Ärzte für Kinder und Jugendliche vertritt. Ständig und jetzt auch jüngst wieder von einer jüdischen Ärzteorganisation im Hinblick auf den Kongress morgen wird die medizinische Notwendigkeit von Beschneidungen als Alibi dafür herangezogen, dass es richtig ist und notwendig, allen kleinen Jungen die Vorhaut abzuschneiden. So wird die Medizin zur Hure gemacht. Zur Hure, mit der sich jene im Bett wälzen, die Lust daran haben, Kontrolle über die Sexualität von unmündigen Knaben zu haben. So wird die Medizin zur Hure gemacht für eine jahrtausendealte Tradition von Gewalt an Wehrlosen im Namen einer höheren Macht. Die Medizin hat sogar kürzlich einen neuen Namen bekommen dafür. Sie heißt jetzt kultursensible Medizin. Was gut, liberal, einfühlsam klingt, ist in Wirklichkeit eine ganz entsetzliche Worthülse. Kultursensible Medizin ist die rosa Brille, durch die geschaut die Genitalverstümmelung an Mädchen und Jungen plötzlich etwas Gutes und Positives werden soll. Was sind wir so sensibel, so respektvoll anderen Kulturen gegenüber? Wer wird uns da kritisieren? Kultursensibel, liebe Freunde, können wir Narkosen machen, wenn dem Dieb die rechte Hand abgehackt wird. Kultursensibel können wir auch den Giftcocktail mischen, mit dem Todesurteile vollzogen werden. Andere Ebenen, aber auch kultursensibel. Die Medizin, liebe Freunde, die dient nicht der Kultur. Sie dient den einzelnen Menschen, sie dient dem Wohl der einzelnen Menschen und sie dient dem Gemeinwohl. Medizin ist kein Machtinstrument und Medizin ist kein Alibi. Dafür haben wir die Religionen jahrhundertelang missbraucht. Unsere ersten Prinzipien in der Medizin sind den aufgeklärten, erwachsenen, vernünftigen Willen, autonomen Willen jedes einzelnen Patienten zu achten und vor allem ihm keinen Schaden zuzufügen. Medizinisch gibt es auf der ganzen Welt, keinen einzigen Grund, einem Kind, einem gesunden Jungen, seine Vorhaut abzuschneiden. Auch nicht in Afrika, auf der ganzen Welt nicht. Dieser Eingriff hat natürlich manchmal Komplikationen. Er kann schaden, die im individuellen Fall nie abzuschätzen sind. Selbst wenn eine Beschneidung von einem kinderchirurgischen Zentrum vorgenommen wird, rechnen wir damit, dass es in 5% wenigstens Komplikationen gibt. Und das Ausmaß der psychischen Folgen, das beginnen wir überhaupt jetzt erst ganz langsam zu begreifen, unter anderem durch diese Bewegung hier. Immer wieder wird angeführt, dass es gute Belege dafür gibt, dass HIV-Infektionen und AIDS bei Beschnittenen seltener sind als bei Unbeschnittenen. Das gilt für erwachsene Männer in Gesellschaften mit großer AIDS-Häufigkeit, mit großer HIV-Häufigkeit durch heterosexuelle Kontakte. Die meisten dieser Studien, oder fast alle, sind im subsaharischen Afrika gemacht. Ob Massenbeschneidungen die richtige Antwort darauf sind, ist hochfraglich. Man kann die Mittel, die man für die Massenbeschneidung verwendet, möglicherweise auch für andere wirkliche Schutzmaßnahmen verwenden. Und wirklicher Schutz vor Ansteckung mit HIV beim Sex bieten nach wie vor Kondome, die frühzeitige Therapie nach Ansteckung, die Treue in der Partnerschaft. Wenn sich aber erwachsene Männer zusätzlich beschneiden lassen wollen im subsaharischen Afrika, dann ist es deren mündige Entscheidung, zumindest. Das hat mit den unmündigen Kindern überhaupt nichts zu tun. Wenn die Beschneidung von Kindern
ein wirklicher Schutzfaktor für HIV und für AIDS wäre, dann müsste die Häufigkeit von HIV und AIDS in den islamischen Ländern und natürlich in den USA viel größer sein als bei uns in Westeuropa. Das Gegenteil ist der Fall. Die Beschneidung von kleinen Jungen in Afrika ist unärztlich, sie ist unethisch und sie ist unmenschlich. UNICEF darf in Afrika nicht der Handlanger von irgendwelchen obskuren Interessen sein. Unser oberstes Gebot, nicht zu schaden, wurde auch schon vor über 2000 Jahren formuliert. Die mündige Entscheidung eines jeden Menschen bei jeder medizinischen Maßnahme, die ist unabdingbar. Deshalb lehnen alle Kinder- und jugendärztlichen Gesellschaften in Deutschland eine Beschneidung von gesunden Knaben ab. Diese Ablehnung ist in den letzten 5 Jahren wiederholt und in ganz großer Einmütigkeit begründet worden. Sie wurde jetzt zweimal bereits in den letzten 5 Jahren von der Kommission für ethische Fragen der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, der Dachgesellschaft über alle Gruppen, bestätigt und nochmal festgeschrieben. Wir wissen, dass wir uns damit im Konflikt mit dem deutschen Beschneidungsparagraphen befinden. Wir wissen auch, dass wir uns damit im Konflikt mit 2 großen Weltreligionen befinden. Aber Ärztinnen und Ärzte sind in ihrer Entscheidung genauso frei wie Eltern. Sie müssen nicht alles tun, was Eltern wollen. Wir müssen unseren Konflikt allerdings in einer breiten gesellschaftlichen Diskussion angehen. Und die beginnen wir jetzt erst. Und der Dialog, der muss vorangetrieben werden. Unser Ziel ist es, dass unsere gesamte bunte und aus vielen Kulturen zusammengesetzte Gesellschaft einig ist, dass es tief unmoralisch ist, Kinder ohne gesundheitlichen Anlass an ihren Geschlechtsteilen zu operieren und zu verletzen. Und ich danke Ihnen, ich danke euch allen, dass ihr diesen Dialog vorantreibt.